Bei Senioren denke ich immer an alte, weise Männer. Lassen die dich auch zu Wort kommen? Taru, was macht bei uns eigentlich ein Application Engineer? Bugs eintragen. Nein. Danke. Konkret neue Technologien lernen, Prototypen basteln, zum Kunden fahren, also zu Ford nach Detroit oder zu Toyota nach Nagoya. Generell Probleme lösen und mit den Nutzern sprechen. Und daraus kommen natürlich auch mal die ein oder anderen Bugs zu uns. Und ja, die kannst du dir dann schnappen und fleißig entwickeln. Genau, Bugs, Feature, aber die entwickle ich selten alleine, sondern meistens gemeinsam mit meinem Team. Okay, wenn ihr das immer gemeinsam macht, nervt das nicht auch manchmal? Willst du nicht manchmal einfach so dein Ding in der Zone machen? Nee, es ist ja gerade gut, schlaue Leute zu haben, mit denen du Ideen auch austauschen kannst. Ich habe ja auch die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen und es gibt Leute, die mich auch auf neue Ideen bringen können und mir neuen Input geben. Und da ist gerade gut, dass wir als Firma viele Senior-Entwickler haben, mit denen man dann auch sprechen kann. Bei Senioren denke ich immer an alte, weise Männer. Lassen die dich auch zu Wort kommen? Klar, die lassen einiges mit sich machen. Ich kann auf jeden Fall auch meine eigenen Ansichten mit einbringen, das ist ja auch erwünscht. Das ist ja auch gerade das Schöne, dass ich so einen Beitrag zum technologischen Fortschritt leisten kann, der es dann mit unseren Software-Testing-Tools Kunden wie zum Beispiel Ford oder Toyota ermöglicht, ihre Produkte sicher auf die Straße zu bringen. Und die sieht man dann auch jeden Tag. Und das finde ich da schon sehr motivierend. Klar, das motiviert mega, einfach zu merken, welchen Impact man hat. Aber wir arbeiten ja auch durchaus an komplexeren Themen. Wie schaffst du es da, den Überblick nicht zu verlieren? Dafür gibt es ja das Team. Also mit Alex habe ich zum Beispiel einen Mentor, der schon seit meiner Zeit als Werkstudent mir immer super viel beigebracht hat. Aber auch die anderen Senior-Entwickler haben immer ein offenes Ohr und man kann immer von denen lernen und da kommt dann am Ende ein super Feature bei raus. Aber wem erzähle ich das? Du bist ja auch selber schon als Werkstudent bei uns gewesen. Das stimmt. Als ich dann aber recht spontan Vollzeit anfangen wollte, da war keine Stelle frei. Schade. Genau. Ja, aber long story short, Markus hat es dann irgendwie möglich gemacht. Allerdings bin ich dann natürlich in einer anderen Position angefangen. Ja, war das für dich dann nicht irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser oder so? Ja, durchaus. Also die Lernkurve war sehr steil. Aber das ist auch was sich so durchzieht und was auch wichtig ist. Jedes Jahr lernen wir neue Technologien kennen und genau das macht den Job auch spannend. Ja, geht mir genauso. Aber du bist jetzt ja auch selber seit kurzem in der Rolle des Mentors, nämlich bei unserem Neuzugang Yatish. Wie ist denn das so für dich? Das stimmt, das ist durchaus nochmal was Neues. Ich kann jetzt einiges an Wissen auch weitergeben, aber bei uns im Team haben wirklich die Leute verschiedenen Background und dadurch bringt jeder nochmal eigene Ideen mit ran, eine neue Perspektive. Ich meine, Yatish ist Mechatroniker, ich bin Informatiker. Alex ist Physiker, ich bin Mathematiker. Genau, und das macht die Firma aus.